Die Veröffentlichung deiner DJ-Mixe online kann eine großartige Möglichkeit sein, dich und deine Musik einem breiteren Publikum zu präsentieren. Es kann dir helfen, deine Fähigkeiten und deine Musikauswahl vor einem größeren Publikum zu zeigen und dich als DJ zu positionieren. Und wie das funktioniert, wie du deine Mixe am besten hochlädst und wo, darüber sprechen wir in diesem Video. Viel Spaß! Hey liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. Lass uns mal damit anfangen, darüber zu sprechen, warum du deine DJ-Mixe hochladen solltest. Denn das Veröffentlichen deiner DJ-Mixe kann dir helfen, neue Fans und neue Anhänger zu gewinnen. Es gibt dir auch die Möglichkeit, Feedback von anderen DJs, Musikern und Fans zu erhalten, was dir wiederum helfen kann, dich und deine Musik weiter zu verbessern. Gerade als mobiler DJ bietet dir die Veröffentlichung deiner DJ-Mixe auch die großartige Chance, eine Portfoliosammlung deiner Arbeit aufzubauen und zu zeigen, was du als DJ deinen Kunden zu bieten hast. Doch welche Möglichkeiten gibt es, um eure Musik rechtssicher und vor allem auch komfortabel online zu stellen? Jetzt kommen einige Tipps. Lass uns damit anfangen, wo du deine DJ-Mixe hochladen kannst. Denn natürlich gibt es eine große Auswahl an Plattformen, die es dir ermöglichen, deine Mixe online hochzuladen. Hier sind jetzt mal einige der beliebtesten. Soundcloud. Denn Soundcloud ist eine der ältesten und wohl bekanntesten Plattformen für die Veröffentlichung von Musik. Es ist sehr einfach zu bedienen und bietet dir eine große Community von Musikern und auch Fans. Allerdings besteht auch hier das größte Risiko, einen Copyright-Strike zu erhalten. Eine weitere Möglichkeit ist Mixcloud. Mixcloud ist eine Plattform, die speziell für DJs und Radiosender konzipiert wurde. Hier kannst du deine Mixe hochladen und sogar Live-Sendungen ausstrahlen. Es ist eine großartige Möglichkeit, dich und deine Musik zu vermarkten. Ansonsten gibt es noch hearthis.at. Das ist eine weitere Plattform, die es dir ermöglicht, deine Musik online zu veröffentlichen. Es bietet eine sehr große Community und ist auch ziemlich einfach zu bedienen. Du kannst hier auch eine eigene Seite erstellen und deine Musik direkt auf sozialen Netzwerken teilen. Worauf du aber zusätzlich achten solltest. Nachdem du dich für eine Plattform entschieden hast, musst du deine Mixe in ein Format exportieren, das für die Veröffentlichung auch geeignet ist. Am häufigsten verwendet wird hier MP3. Aber es gibt auch andere Optionen, wie zum Beispiel Wave oder AIFF. Achte bei der Wahl deines Formates vor allem auch auf die Qualität der Musik. Wenn du deine Musik hochgeladen hast, solltest du eine gute Beschreibung hinzufügen und sicherstellen, dass alle relevanten Informationen wie Künstler, Trackliste und das Datum, an dem der Mix aufgenommen wurde, darin vorhanden sind. Dies hilft, dich und deine Musik einfach besser zu vermarkten. Und vergiss bitte auch nicht, deine Mixe zu teilen und vor allem auch zu bewerben. Verwende zum Beispiel soziale Netzwerke, um deine Mixe deinen Freunden und Followern zu präsentieren. Du kannst aber auch mit anderen DJs und Musikern in Kontakt treten und sie auffordern, deine Mixe zu teilen und dich damit zu unterstützen. Je mehr du deine Mixe bewirbst, desto größer wird natürlich auch die Chance, dass sie gehört und auch geschätzt werden. Aber gerade beim Hochladen spielt auch die rechtliche Situation eine Rolle. Denn der größte Streitpunkt und auch ein Unsicherheitsfaktor ist häufig die rechtliche Situation. Wenn ihr nicht ausschließlich Eigenproduktion für euren Mix verwendet, wird euch dieses Thema beschäftigen. Arbeitet ihr nicht ausschließlich mit eigenen Songs, sollte zum Beispiel gerade Mixcloud das Medium eurer Wahl sein. Denn Mixcloud hat eine starke rechtliche Grundlage, um sicherzustellen, dass alle Nutzer innerhalb der geltenden Gesetze und Regelungen arbeiten. Die Plattform verwendet ein automatisches Überwachungssystem, das darauf abzielt, sicherzustellen, dass alle Inhalte, die ihr auf der Plattform veröffentlicht, rechtmäßig erworben und auch berechtigt sind.
Darüber hinaus arbeitet Mixcloud auch eng mit den Musikverwaltungsunternehmen zusammen, um sicherzustellen, dass alle Musik, die auf der Plattform veröffentlicht wird, rechtmäßig erworben und natürlich auch lizenziert ist oder überhaupt lizenziert wurde. Und gerade bei der rechtlichen Situation spielt auch die GEMA wieder eine entscheidende Rolle. Dazu habe ich schon 2 Videos hier auf diesem Kanal gemacht. Ich verlinke sie euch mal unten in die Beschreibung mit rein, wenn ihr euch mit dem Thema Lizenzen für Musik noch detaillierter beschäftigen wollt. Auch all meine DJ-Mixe habe ich auf Mixcloud veröffentlicht. Denn Mixcloud nimmt wirklich seine Verantwortung für die rechtmäßige Verwendung von Musik sehr ernst und unternimmt auch alle erforderlichen Schritte, um sicherzustellen, dass seine Nutzer innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen arbeiten. Also, eure DJ-Mixe zu veröffentlichen, sind wirklich ein sehr starkes Vermarktungstool, welches ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Achtet dabei aber auf die rechtlichen Aspekte oder nutzt unterschiedliche Plattformen eurer Wahl. Wenn ihr mehr Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare mit rein oder seid dienstags immer bei Frag DJ Mike mit dabei, wo ihr eure Fragen stellen könnt, die ich dann auch per Video beantworte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Der Mike.